Hallo meine Lieben, heute habe ich nochmal eine Slimline-Karte für euch, auch nochmal mit einem Halloween-Motiv. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte hier. Ich wollte euch aber auch noch eine andere Variante mit dem quasi gleichen Design auch zeigen. Hauptsächlich arbeiten wir heute mit diesem Cutting Die hier. Das finde ich wirklich so für Halloween mit diesen gewellten Rahmen, finde ich super. Und dann habe ich auch noch diese Grasstanze verwendet, um hier das unten anzubringen und hier quer. Sie könnt die entweder eben längs oder dann hoch machen, je nach Motiv, was ihr verwendet. Es sind effektiv zwei unterschiedliche Stempelsets von Whimsy. Da könnt ihr euch so ein bisschen entscheiden, was euch besser gefällt. Wie wir die Karte hier machen, das gucken wir uns jetzt gleich an. Für diese Karte braucht ihr folgendes. Für die Basis, da habe ich eine Karte, die ist 18 cm x 20,5 cm, gefasst bei 9 cm. Und zwar habe ich das gemacht, damit es passt dann zu den Cutting Dies, weil ich werde hier den größten Rahmen und den zweitgrößten Rahmen verwenden, um Orange und Schwarz zu schneiden. Und deshalb brauche ich hier auch ein oranges Stück und ein schwarzes Stück. Das dann zum Ausschneiden. Dann brauchen wir noch ein bisschen grünes Papier, und zwar für den Grasstreifen. Und ihr seht, die Farben passen eigentlich wunderbar zusammen. Dann werde ich hinten auch, gleich wie bei dieser Karte, einen Mond machen. Und da habe ich ganz einfach ein runde Cutting Dies. Und da habe ich immer auch noch Stücke von diesem weißen Karton auf dem Tisch, weil wir werden einerseits eben diesen Kreis ein paar Mal ausstanzen, plus auch hinter das schwarze Element kommt auch ein weißer Streifen, um hier Dimension zu schaffen, damit das nicht Mattung auf Mattung liegt. Und dann habe ich zwei Sachen gemacht. Ich habe das Motiv schon vorbereitet. Das sind zwei unterschiedliche Stempelsets, beide von Whimsy. Und da habe ich zum Kolorieren Folgendes gemacht. Ich habe das Grün, damit es passt zu meinem Karton, habe ich den IG23 und den IG63 genommen, auf beiden Karten, hier auch für die Fledermäuse. Dann für die Fledermaus, hier habe ich den BV31 und den BV23 genommen. Für den Farbtopf hier, das ist der BV29. Und auch für die Tatzen und den Mund des Kürbisses oder die Aushöhlung des Kürbisses. Dann hat es hier eine kleine Kerze, da habe ich ganz einfach den I15er genommen. Dann haben wir die Katze selber, habe ich aus zwei Farben gemacht, und das ist der E31er und der E43er. Dann überall um so die Öhrchen, die Füße hier, den Mund, die Nase. Da habe ich den R00 und den R11er genommen. Der Kürbis selber ist ein IR23 und IR16er. Und was ich jeweils auch noch mache, hier zum Beispiel bei den Augen, seht ihr es vielleicht so ein bisschen. Wenn ich viel weiße Fläche habe, dann mache ich da jeweils die Schattierung einfach mit dem W1er. Dann habe ich den Spruch, oder auf beiden Teilen habe ich den Spruch nicht aus dem Stempelset raus, sondern ich habe das einfach am PC gemacht und dann mit dem Tonderdrucker ausgedruckt. Hier Happy Halloween, Niederhack, passend dann zur Katze. Und hier habe ich Flying by to say hi. Was ich zudem mache, ist hinten quasi so wie ein Schein zu machen, und dafür eignet sich extrem gut die Distress Oxide Ink. Nicht die normale Distress Ink, sondern die Oxide, weil die hat den Effekt, dass sie auf dunklem Papier effektiv eine gute Deckung hinbekommt.
Das funktioniert bei der anderen Distress nicht und hier verwende ich die Twisted Citron und natürlich das Blending Tool. Dann habe ich hier mit dem Jelly Pen noch so ein paar Punkte gemacht und dann auch noch Dimensionals verwendet, um dem Ganzen so ein bisschen Dimension zu geben. Und ganz am Schluss natürlich immer Flüssigkleber, Schere, Falzbein, Pinzette und natürlich auch die Sizzix Big Shot. Das ist alles, was wir brauchen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Ausstanzen, damit wir die Elemente dann so haben. Als allererstes stanze ich das orange Element aus und das ist das größere der beiden. Und mit dem schwarzen nehme ich das kleinere Element. Dieses Cutting Die behalte ich auch gleich noch, weil das brauchen wir gleich noch einmal. Was ich zuerst mache, ist hier das Gras auszuschneiden. Hier nehme ich einfach ein Stück, was in etwa so groß ist wie das schwarze Element. Und Ziel ist es ja, dass hier alles quasi so ein bisschen auf diesem schwarzen Platz hat. Und deshalb sollte dieser Grashügel hier gar nicht allzu hoch sein. Das heißt, ich gucke hier von der Höhe her, bin ich etwa hier. Weil ich brauche dann unten auch noch Platz, um das mit dem anderen Cutting Die auch noch auszuschneiden. Aber jetzt erstmal diese Grashügel. Und wenn ihr den Grashügel habt, dann könnt ihr hier so ein bisschen gucken, wie hoch der kommen soll. Und dann geht es darum, dass ihr das Cutting Die, was ihr vorhin verwendet habt, in der gleichen Orientierung, also ich gucke mir einfach die Ecken an, wie hatte ich es vorhin geschnitten und das lag vorher so auf dem schwarzen Cardstock. Und dann weiß ich, okay, ungefähr in der Höhe muss ich das hier anbringen, damit ich da einen entsprechenden Teil ausschneiden kann. Weil so habe ich jetzt effektiv einen Grashügel, der wunderbar zum unterliegenden Element passt. Ich kann den hier jetzt wirklich so anbringen und der passt dann haargenau hier auf diese Kante. Jetzt, bevor ich alles aufbringe, habe ich mir das kurz ein bisschen zurechtgelegt, weil ich will gucken, wo ich noch blenden will. Und zwar will ich um die Katze herum mit den Kürbissen und diesem kleinen Topf, da will ich einen Schimmer haben und auch um den Kreis herum. Das heißt, ihr in diesem Bereich machen wir da kurz mit dem Jelly Pen einfach einen Punkt, damit ich das so ein bisschen weiß, wo die Mitte von diesem Element liegt. Und dann kann ich das Ganze noch blenden. Jetzt klebe ich auch kurz die Kreise aufeinander, damit ich da am Rahmen von diesem Kreis auch gleich noch ein bisschen blenden kann. Den Kreis habe ich effektiv dreimal ausgeschnitten und ich habe die Größe so gewählt, dass die Katze einfach komplett drauf Platz hat.
kann ich jetzt den Rahmen quasi von diesem Kreis auch noch ein bisschen einfärben, damit es dann quasi ineinander übergeht. So, dann haben wir einen schönen creepy Vollmond. Und jetzt können wir anfangen, die Karte zusammenzukleben. Zuerst nehme ich dieses orange Element und klebe das auf die Karte selber. Das klebe ich effektiv direkt drauf. Dann brauche ich für hinter dieses schwarze Element einfach 2 Streifen, die etwas größer sind, etwas kleiner sind als dieses schwarze Element. Hier einfach um Dimension zu schaffen. Wenn ihr da lieber mit Dimensionals oder Foam Tape arbeitet, könnt ihr natürlich auch das machen. Ich finde es halt mit dem Papier immer schön, weil es gibt ein bisschen Dimension, aber nicht so stark und es hilft der Karte auch so ein bisschen, damit sie stabiler wird. Dann kommt dieses Element auf die Karte drauf. Und jetzt natürlich die Richtung, ne, dass ihr da die richtige Richtung auswählt, so wie ihr das mit dem Grashügel und dem Blending quasi schon bestimmt habt. Dann der Grashügel, den mache ich so fest, dass ich da wirklich nur auf den Seiten und an der unteren Kante Kleber aufbringe, damit ich dann die Elemente da noch drunter schieben kann. Und das jetzt natürlich passgenau mit dem Cutting Die oder mit dem Rahmen, den ihr schon ausgestanzt habt. So, und jetzt können wir gucken, wo wir den Rest hinbringen wollen. Das wird das Bild, was ich erreichen will. Den Spruch hier werde ich direkt auf die Karte kleben, ohne Dimensionals. Dann, da haben wir ja schon 3 quasi Kreise, die Dimension bilden. Den können wir auch gleich aufkleben. Den Kater werde ich mit Dimensionals draufbringen. Dann diesen Kater hier, da werde ich auch mit oben Dimensionals arbeiten, unten werde ich den reinkleben. Dem Topf gebe ich effektiv auch einen Dimensional. Und unten werde ich den auch ankleben. Und den kleinen hier klebe ich direkt drauf. Und den Spruch selber, den werde ich ein bisschen erhöhen. Und dafür schneide ich mir jeweils einfach kleine Papierstreifen zurecht und klebe die dann dahinter.
Und um dem Ganzen noch so ein bisschen Spiel zu geben, gleich wie bei der anderen Karte, werde ich da auch noch so mit dem Jelly Pen ein paar Punkte setzen. Das sind dann quasi die Sternchen ringsherum. Et voilà. Und schon ist auch diese Karte fertig. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!